Wie ihr am Titel des Videos wahrscheinlich schon erkennen könnt, habe ich ganz aufregende Neuigkeiten. Und zwar bin ich schwanger. Wir erwarten ein Baby, ein Sommerbaby. Wir sind überglücklich. Der eine oder andere hat es vielleicht schon erraten nach meinem Video, das ich vor 2 Tagen gepostet habe. Das werde ich euch auch nochmal unten verlinken. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das ist auf jeden Fall Part 1. Und jetzt kommen wir zum Part 2. Ich werde in diesem Video versuchen, euch ein bisschen zu erzählen, wie wir es herausgefunden haben und ein paar Fragen beantworten, wie es mir geht, wie weit ich bin, wie es jetzt weitergeht, auch auf YouTube. Aber ich mache auch ein Q&A, weil ich mir denke, es wird sicher super viele Fragen geben, an die ich gar nicht denke. Also wenn irgendwas nicht beantwortet wird, was ihr euch fragt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder einfach auf Instagram fragen. Da habe ich heute auch ein Question Tool gepostet, wo ihr eure Fragen reinstellen könnt. Ja, let's go. Bevor es losgeht, möchte ich ganz kurz noch was zum ersten Video sagen. Und zwar ging es darin um unsere Kinderwunsch-Journey. Es war für uns nämlich nicht so super leicht wie erwartet. Ich dachte mir, ich bin jung, ich habe einen regelmäßigen Zyklus. Ich höre von allen, dass es sofort klappt. Das war so mein Confirmation Bias, habe ich jetzt gelernt. Und dachte mir, ja, das wird bestimmt sofort klappen. Dem war halt nicht so. Und diese Kontrolle zu verlieren, das nicht zu wissen, wann es klappt, ob es klappen wird, ob es ohne jegliche Eingriffe klappen wird, das war halt wirklich schwer. Und mir war es so wichtig, nicht einfach nur ein Pregnancy Announcement Video zu posten und das so unter den Teppich zu kehren, weil im Nachhinein denkt man sich, ach, so schlimm war es gar nicht, sondern auch wirklich diese Clips mit euch zu teilen, dass es manchmal nicht so leicht ist. Hi Ellie. Und dass es manchmal auch einfach länger dauern kann. Solche Videos, solche Berichterstattungen auf YouTube, auf TikTok haben mir so viel Kraft gegeben in der Zeit, weil ich einfach realisiert habe, dass es nicht nur mir so geht. Natürlich wollte ich mich auch nicht zu sehr in den negativen Strudel reinwerfen, aber es war auch einfach wichtig, dass ich nicht nur das Positive sehe, sondern auch weiß, okay, ich bin nicht alleine. Also wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass es damit endet, dass ich im Dezember einen Test mache und dieser Test etwas zu früh war. Ich hatte irgendwie im Dezember in meinem letzten Zyklus, bevor ich schwanger wurde, oder in dem Zyklus, in dem ich schwanger wurde, hatte ich irgendwie das Tracking nicht ganz so drauf. Ich habe die letzten Monate meinen Zyklus immer in einer App getrackt und auch gleichzeitig fast jeden Monat meinen Eisprung versucht zu tracken mittels dieser LH-Wert-Methode. Ja, ich werde euch jetzt nicht erklären, wie das funktioniert, ihr könnt es gerne googeln, aber jedenfalls sieht man dann ungefähr, wann der Tag vor dem Eisprung ist und man weiß dann ganz genau, wie man es timen muss. Im Dezember hat das Timing nicht ganz geklappt, das heißt, wir waren irgendwie so lost und wussten nicht ganz, also ich war bei der Frauenärztin, die meinte, in 2 Tagen sollen wir es probieren. Meine LH-Werte haben das aber nicht wirklich wiedergespiegelt, deswegen wusste ich auch gar nicht, wann ich meine Ovulation hatte. Die war irgendwie in dem Monat nicht ganz so da und ich war schon sehr negativ und dachte mir, ich hatte gar keine. Umso überraschter war ich natürlich dann, als ich herausgefunden habe, dass ich schwanger bin. Aber bevor es dazu kam, habe ich einen Test gemacht und dachte, dass das der 9 Days DPO ist, also 9 Tage nach meiner Ovulation. Das Ganze, ich werde euch mal kurz einblenden, wie das so aussieht. Und ab Tag 9 können diese Early Pregnancy Tests eigentlich schon das Ergebnis anzeigen. Und darauf habe ich mich total verlassen und habe dann mal wieder ein negatives Ergebnis gesehen. War natürlich super traurig und damit hat dann eben auch das letzte Video geendet. In den Tagen danach habe ich viele Tränen vergossen mal wieder, aber gleichzeitig auch zum ersten Mal so gesagt, okay, wir kriegen das jetzt hin, der nächste Zyklus wird's, und habe einfach sofort einen Actionplan aufgestellt. Ich habe begonnen, meine Ovulation mit der Temperaturmessmethode tracken zu wollen. Das heißt, ich habe ab dem Tag 9 Days TPO, ich dachte, ich war 9 Days TPO, habe ich begonnen, meine Temperatur zu tracken und einige andere Dinge gemacht. Alles Mögliche. I tried everything. Jedenfalls war ich so darauf fokussiert, im nächsten Zyklus wird es klappen, dass ich irgendwie ganz vergessen habe, dass ich eigentlich noch in dieser 2-Week-Wait bin und dass es sein kann, dass ich einfach zu früh getestet habe. Das hatte ich nicht wirklich am Schirm. Jedenfalls war das total spannend, meine Temperatur täglich zu messen, und ich habe einfach gemerkt, dass die Temperatur immer recht hoch ist. Ich werde euch mal ganz kurz einblenden, wie so ein Temperature Chart aussieht, wenn man seine Temperatur misst. Damit kann man einfach erahnen ungefähr, wann die Ovulation stattfindet, und ungefähr so 2 Tage vor der Periode crasht die Temperatur und wird sehr niedrig. Was ich dann gemerkt habe, ist,
ich wusste, okay, es dauert wahrscheinlich so 1-2 Zyklen, bis man so ungefähr so seinen Körper versteht und weiß, wie das so aussieht. Aber ich habe gemerkt, dass meine Temperatur einfach immer hoch war. Und irgendwann dann so, ich hatte den ersten Test am Montag gemacht, so ungefähr am Freitag habe ich gemerkt, okay, die Temperatur ist immer noch sehr hoch und ich sollte eigentlich morgen meine Tage bekommen. Kann schon sein, dass sie zu spät sind, aber irgendwie weird. Und habe dann gesagt, okay, wenn sie immer noch hoch ist am nächsten Tag, dann teste ich nochmal. Und am nächsten Tag konnte ich gar nicht schlafen. Ich war so nervös. Ich habe tatsächlich geträumt, dass ich die Temperatur gemessen habe und dass sie niedrig war. Und dann bin ich tatsächlich aufgewacht und ja, jedenfalls habe ich sie dann gemessen. Und sie war wieder sehr hoch. Ich war, glaube ich, bei 37 Grad. Und dachte mir schon so, okay, irgendwann müsste die eigentlich abfallen. Und ich wollte mir nicht zu hohe Hoffnungen machen. Ich war wirklich davon überzeugt, dass einfach nach 7 Tagen Temperatur messen, dass ich da einfach noch keine Schlüsse ziehen kann. Dachte mir aber, okay, es ist ein Zeichen, vielleicht sollte ich einmal noch einen Test machen. Und das war tatsächlich der erste Test, den ich nicht alleine gemacht habe, sondern ich habe das Ergebnis gemeinsam mit Scott angeschaut, habe das Ganze natürlich auch mitgefilmt und ich werde es jetzt mal einblenden, wie der Test so abgelaufen ist, wie unsere Reaktion war und auch ja, wie ich mich so dann danach gefühlt habe. Just cover yourself up because you're going to be maybe on edge. Okay, you ready? What am I looking for? Wait. What is I thought it has to be a plus, but it just has to be a line in this field. I didn't expect. Why? I don't know how to deal with this information. We should go skiing and celebrate. Oh my god. Did I do anything wrong? I skied. No, you didn't do anything. I love you. Hallo, gestern war einfach der verrückteste Tag. Ich war so auf Wolke 7 und so überrascht und happy und irgendwie hat sich über Nacht quasi alles verändert. Alles ist anders und irgendwie die Realität, dass ich jetzt schwanger bin, höchstwahrscheinlich, ist einfach, ja, kommt so langsam. Es hat sich angefühlt wie im Film, ganz ehrlich. Ich habe jetzt gerade sicherheitshalber noch eine gemacht, obwohl wir vor einer halben Woche herausgefunden haben, dass ich schwanger bin. Ich wollte einfach schauen, ob es wirklich noch immer positiv ist. Und es ist sehr positiv. Wir sind jetzt bei meiner Mama angekommen gestern und es war total schwer, es ihr nicht gleich zu erzählen. Wir wollen noch ein bisschen warten vielleicht. Aber ich wollte auch noch mal einen Test machen heute früh. Also wir haben am Samstag herausgefunden, jetzt ist Dienstag. Und er ist sehr positiv. Es ist jetzt der zweite Test. Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute machen irgendwie so 5 Tests auf einmal und ich wollte das irgendwie nicht machen. Ich dachte mir, es muss schon stimmen. Und ja, immer noch sehr positiv, was mich sehr freut. Ich habe auch schon einen Frauenarzttermin ausgemacht mit meiner österreichischen Frauenärztin und mit der deutschen, weil ich jetzt eine Zeit lang noch in Österreich sein werde. Ja, gar keine Ahnung, auf was ich alles achten muss und um was ich mich kümmern muss. Aber ich lasse jetzt gerade alles noch so. Also ich glaube, das ist jetzt gerade noch so die Realisationsphase. Also ich glaube, Scott und ich werden von Tag zu Tag mehr excited, aber irgendwie ist es doch so, dass es lange dauert, bis wir so richtig realisieren, was da gerade passiert. Eine aufregende Zeit. Ich kann die Gefühle nach so einem positiven Test überhaupt nicht beschreiben und ich konnte es auch gar nicht erahnen. Also es war ganz anders, als ich dachte. Ich wusste im Vorhinein noch nicht, wie sich das anfühlt, aber man sieht dieses positive Ergebnis und ich bin einfach aus allen Wolken gefallen. Ich habe es wirklich nicht erwartet und ich konnte mir das die Monate davor auch einfach gar nicht vorstellen, so ein Ergebnis zu sehen, weil ich einfach immer enttäuscht wurde und dann plötzlich ein positives Ergebnis zu sehen, war einfach das absolut unbeschreiblich schönste Gefühl überhaupt. Und ich glaube, wir hätten uns gar nicht so gefreut, wenn die letzten Tests nicht alle negativ gewesen wären. Also es war auch dann irgendwie so ein
eine umso größere Freude, wobei ich das auch gar nicht vergleichen will. Aber ja, jedenfalls ziemlich crazy. Und ich habe dann auch tagelang einfach so viel gegoogelt. Ich habe mir Apps heruntergeladen. Ich verwende jetzt Pregnancy Plus und die Flow App. Bei Pregnancy Plus kann man einfach ungefähr so 3D sehen, wie das Baby gerade aussieht. Und bei der Flow App geht es halt ganz viel auch um die Symptome und das Tracking. Ja, und die ersten Tage waren einfach auch viel Ungewissheit, Unsicherheit. Ich war noch nicht bei der Frauenärztin, ich wusste nicht, ob alles okay ist. Habe mich halt sehr viel eingelesen online und recherchiert und versucht herauszufinden, wann kommt dann ungefähr das Baby, was ist mein errechneter Geburtstermin. Also ganz viel Excitement. Ich habe tatsächlich das erste Trimester für euch mitgefilmt und habe einen First Trimester Vlog zusammengestellt. Der kommt dann in den nächsten Wochen. Ich werde euch am Ende des Videos noch ganz kurz erzählen, wie es jetzt weitergeht auf YouTube. Aber im ersten Trimester, um es kurz zusammenzufassen, war mir sehr übel. Ich habe mich zum Glück nie übergeben, aber es war wirklich hart. Es war fast so, als hätte ich einfach einen Kater die ganze Zeit. Und habe auch dann so kurz nach dem positiven Testergebnis schon so die ersten Symptome verspürt. Das war hauptsächlich so Brustschmerzen und eben Müdigkeit, Übelkeit, all diese Dinge. It was pretty intense. Aber ich bin froh, dass ich jetzt aus der ganzen Zeit heraus bin und das erste Trimester hinter mir habe. Das Wichtigste zuerst, dem Baby geht's gut, Baby ist gesund, Baby ist super toll und entwickelt sich sehr gut. Und natürlich hat man vor jedem Arzttermin irgendwie Angst, dass irgendwas nicht stimmen könnte, dass irgendwas nicht okay ist. Es gibt einfach so viele Untersuchungen, so vieles, was falsch schief gehen kann. Aber umso erleichterter ist man natürlich, wenn dann alles gut ist bei den Terminen. Wir haben natürlich auch einige dieser Sachen mitgefilmt und ich werde euch in den kommenden Wochen auch für das zweite Trimester einen Vlog hochladen. Ihr fragt sich jetzt wahrscheinlich, wie weit ich jetzt eigentlich bin. Ich bin in der Mitte des zweiten Trimesters tatsächlich. Wir wollten das Ganze ein bisschen so für uns behalten, aber haben auch einfach lang gebraucht, um es jedem zu erzählen. Das wollten wir einfach auch teilweise in Person machen und nicht einfach nur irgendwie digital, soweit es eben ging. Und es hat einfach bis jetzt gedauert. Und es war echt schwer, so ein Geheimnis für mich zu behalten. Ich teile einfach ganz viel, was sich so bei mir tut, von meinen Gedanken und so weiter auf YouTube. Und dieses große Ding nicht erzählen zu können, war echt nicht leicht. Also bei mir geht es gerade ganz viel um jegliche Babythemen. Und die Zeit verfliegt doch einfach so schnell. Also ich habe das Gefühl, ich habe gerade erst herausgefunden, ich bin schwanger und ich bin jetzt einfach schon so weit. Ja, wirklich crazy. Also, wie geht's weiter? Ich habe für nächsten Sonntag ein Q&A geplant. Da freue ich mich natürlich auf eure Fragen und beantworte die euch sehr gerne. Die Woche darauf werde ich mein Telling Friends and Family Video posten. Wir haben das Ganze so zelebriert. Nach dieser schwierigen Anfangsphase und auch einfach, weil ich selber, das habe ich bestimmt schon im letzten Video erwähnt, weil ich selber einfach so gerne solche Videos schaue und mich das so freut und ich liebe einfach so Pregnancy-Content, haben wir die Reaktionen unserer Familie und unserer Freunde mitgefilmt. Fast jede Reaktion. Und wir haben es ihnen auf so viele verschiedene Arten erzählt. Es war echt so lustig. Ich bin gerade dabei, das zu schneiden und versuche noch von jedem so das Okay einzuholen, dass ich es posten darf. Aber es wird so ein Video geben in 2 Wochen. Darauf könnt ihr euch auch schon sehr freuen. Dann kommt auch schon der Ersttrimester-Vlog, wie es mir damals ging, vor ein paar Monaten. Und dann gibt es auch einen zweiten Trimester-Vlog, in dem ich euch auch erzählen werde, was es wird. Wir wissen es schon. Um das Ganze nicht zu verpassen, abonniert auf jeden Fall den Kanal und ihr könnt euch auch bei dieser Glocke unten für Benachrichtigungen eintragen. Ich uploade eigentlich immer Sonntagvormittag. Manchmal kommt kein Video, manchmal kommt vielleicht ein extra Video, so wie letzten Freitag. Um das Ganze nicht zu verpassen, könnt ihr das einfach aktivieren und dann werdet ihr benachrichtigt. Es kommt natürlich auch anderer Content und ich werde auch weiter vloggen und so weiter. Also es wird auch normal weitergehen, aber ich hoffe, ihr versteht, dass das einfach ein Riesenthema bei mir gerade ist, dass ich das auch einfach wirklich zelebrieren mag. Hey, Daddy's walking in. Do you want to say something? Anna, don't put me on the spot. Und ich möchte einfach das Ganze auch gerne so zeigen, wie ich es einfach zeigen will. Und es wird sich auch natürlich anfühlen und ergeben. Manchmal wird es
mehr zu dem Thema geben, manchmal weniger. Es ist auf jeden Fall für jeden was dabei und ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Wie gesagt, ich teile immer meine Gedanken mit euch und was sich bei mir so tut und deswegen ist es auch ganz natürlich, wenn da auch einfach mal Baby-Content vorkommt. We are so excited! Ich wollte auch noch Danke sagen, das habe ich ganz vergessen, einfach für den Respekt, den ihr mir entgegenbringt. In den letzten Monaten hat niemand versucht, es zu erraten. Ich glaube, man konnte es auch nicht wirklich sehen. Vielleicht in ein oder anderem Reel auf Instagram könnte man den Bauch vielleicht erkennen. Aber es kamen nie Nachrichten dazu. Und auch auf YouTube, jetzt als ich das Trying to Conceive Video hochgeladen habe am Freitag, kamen jetzt keine Nachrichten von Leuten oder kaum Nachrichten von Leuten, die dann daraus Schlüsse ziehen wollten, du bist jetzt schwanger oder du bist nicht schwanger. Die wissen ja nicht, oder ihr wisst ja nicht, bis ihr dieses Video seht, ob ich schwanger bin. Und einfach, dass es da keine komischen Nachrichten gab oder keine Nachrichten, die irgendwie zu weit gingen, fand ich wirklich toll. Und ich glaube, das muss man einfach erwähnen, weil das ist überhaupt nicht selbstverständlich in der heutigen Internetwelt, wo ja doch sehr viele Leute einfach sehr viele Meinungen haben oder Kommentare hinterlassen. Also ich finde das wirklich toll, dass das so respektvoll, dass da so mit so viel Respekt damit umgegangen wird. Und ich war auch tatsächlich nervös, das Video zu posten, weil für uns hat es im Endeffekt jetzt nicht ein Jahr gedauert, aber es hat über ein halbes Jahr gedauert und es war lang genug und es hat sich in der Zeit angefühlt wie, ja, wir wussten nicht, wie lange es insgesamt dauern wird. Also man sieht so das Ende des Tunnels nicht wirklich, wenn man im Tunnel ist. Und ich glaube, das ist so das Schwierige und ich höre ganz oft Geschichten von Leuten, wo es eben sofort klappt, aber ich höre auch manchmal Geschichten von Leuten, die sagen, die haben es 4 Jahre probiert und ich konnte mich da mit keiner Gruppe identifizieren und deswegen wollte ich auch das abdecken, dass es eben Frauen gibt, bei denen es vielleicht nicht sofort klappt, aber jetzt auch nicht ewig dauert, aber die so in diesem Limbo in between sind und irgendwie Hoffnung haben wollen, dass selbst wenn es nach 6 Monaten nicht klappt, es kann schon sein, dass es einfach 10 Monate dauert, auch wenn man theoretisch gesund sind und alle Tests gut sind. Ja, das war mir einfach super wichtig und da wollte ich auch einfach Danke sagen, weil meine Nervosität davor, glaube ich, nicht wirklich berechtigt war. Genau, okay. I will end it here. Danke fürs Zuschauen, danke für eure lieben Kommentare in den letzten Tagen und wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder und ich freue mich schon sehr, die nächsten Videos mit euch zu teilen, weil die sind echt toll. Ciao!